Ja, Sie sind ja richtig bei Musculus, unserer Videoenzyklopädie, mit der wir versuchen, mehr Wissen über neuromuskuläre Erkrankungen unter die Menschen zu bringen. Heute mit dem Thema Kollagen-6-assoziierte Muskelerkrankungen. Was das ist, das erklärt uns jetzt Dr. Matthias Baumann von der Medizinischen Universität Innsbruck. Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke, dass Sie wieder bei uns sind. Sie waren ja schon einmal da. Daher auch gleich zur ersten Frage. Was ist denn das? Was versteht man denn unter Kollagen-6-assoziierten Muskelerkrankungen? Kollagen-6-assoziierte Muskelerkrankungen, wie der Name sagt, bezieht sich der Name auf ein Molekül, auf das Kollagen. Kollagen als Begriff ist wahrscheinlich den meisten vertraut. Und es gibt unterschiedliche Kollagene und hier sind es alle Erkrankungen, die mit einem ganz speziellen Kollagen, dem Kollagen 6, verbunden sind. Ich als Laie kenne ja das Wort Kollagen nur von diversen Hautcremes. Wo ist denn da der Zusammenhang? Haut ist schon mal kein schlechtes Thema, weil die Kollagene natürlich in der Haut wichtig sind. Es sind natürlich unterschiedliche Kollagene, die in der Haut sind, lange, fadenförmige, mehr kürzere, die mehr so ein Netz bilden. Und zu diesen mehr netzbildenden Kollagenen gehört auch das Kollagen 6. Aber das Kollagen 6 hat nicht nur in der Haut eine Bedeutung, sondern halt auch gerade in den muskelumgehenden extrazellulären Matrix. Und dort ist das Kollagen 6 wichtig für Stabilität zum einen. Aber man hat erkannt, dass dieses Kollagen 6 auch darüber hinaus viele andere Funktionen hat, die auf Muskelregeneration, Abräumfunktionen, solche Dinge einen Einfluss haben. Welche Symptome weisen denn jetzt auf solche eine Erkrankung hin und betrifft das jetzt eher Kinder oder Erwachsene? Tatsächlich sind die Symptome häufig schon früh zu sehen. Also es gibt Patienten, die schon direkt bei der Geburt deutlich auffallen. Und wir haben gerade eben schon gesagt, dass Bindegewebe, Haut spielt eine wichtige Rolle. Und bei diesen Patienten, wo das bei der Geburt auffällt, da ist zum Beispiel eine sehr ausgeprägte Überbeweglichkeit, zum Beispiel der Fingergelenke zu sehen. Also die Finger sind deutlich überstreckbar. Wenn man das sieht, denkt man, oh Gott, tut man sich da nicht weh? Aber es ist einfach sehr viel elastischer, sehr viel beweglicher alles. Und das ist ein Merkmal für diese Erkrankung schon am Anfang. Dazu kommt natürlich auch die Muskelschwäche, weil wir reden über Muskelerkrankungen, die auch da ist, die auch im Verlauf langsam fortschreitet. Und wir hatten das Thema Haut, also auch ein Merkmal, eine Auffälligkeit ist, dass man Auffälligkeiten in der Haut finden kann. Zum Beispiel, dass man so kleine, rötlich erhabene Punkte an den Streckseiten der Arme oder Beine findet, dass zum Beispiel so Dehnungsstreifen entstehen können, so rötliche Dehnungsstreifen, oder dass, wenn eine Verletzung da war, die Narbenbildung auffällig ist. Also Narben, die auffällig dünn sind, Narben, die auffällig verdickt sind. Also auch hier Hautsymptome, die zusätzlich da sind. Wie erfolgt denn jetzt die Diagnostik für diese Erkrankung? Gut, wir sind mittlerweile in Zeiten, wo die Genetik immer eine große Rolle spielt, also genetische Untersuchungen. Allerdings gibt es die Schwierigkeit, dass man manche Veränderungen, manche Mutationen nicht ganz eindeutig einordnen kann und benötigt dann zusätzliche Untersuchungen, wie zum Beispiel das Muskel-MRT, wo man auch charakteristische Dinge finden kann. Und bei manchen Patienten auch noch eine Biopsie, also praktisch eine Probeentnahme von Haut und Muskel, wo man dann entweder an Muskelgewebe oder auch an Bindegewebszellen dann weitere Untersuchungen machen kann. Wie breit ist denn jetzt das Spektrum einer Kollagen-6-assoziierten Muskelerkrankung? Ist es eher eine seltene Erkrankung oder tritt die häufig auf? Das ist schon selten. Es ist sicherlich mehr als 10-mal seltener als zum Beispiel die spinale Muskelatrophie oder die Duchenne-Muskeldystrophie. Aber es gibt ein weites Spektrum. Gerade eben habe ich eher erwähnt, die Patienten, die früh schwer betroffen sind mit Muskelschwäche, vielleicht das Gehen spät erlernen, nicht erlernen. Aber es gibt auf der anderen Seite des Spektrums auch Patienten, die im Erwachsenenalter weiter gehfähig sind, die vielleicht Einschränkungen haben durch Gelenkbeweglichkeitseinschränkungen, weil
zu dieser Überbeweglichkeit der Fingergelenke, der körperfernen Gelenke, kommt häufig eine verminderte Beweglichkeit der Gelenke, die körpernah sind, also Ellenbogengelenke, Hüftgelenke, Kniegelenke. Und diese sogenannten Kontrakturen können auch einschränkend sein im Alltag, beim Gehen. Und manchmal sind das vielleicht so die Hauptprobleme, die erwachsene Patienten damit haben. Aber es gibt auch erwachsene Patienten, die eher ein Bild zeigen wie bei einer sogenannten Gliedergürtelmuskeldystrophie, wo die Schwäche eher im Vordergrund steht und die körpernahen Partien, also Schulterbereich, Becken, Gürtelmuskulatur betreffen. Also ganz ähnlich ist dann die Symptomatik wie bei den Gliedergürtelmuskeldystrophien. Welche Therapieoptionen stehen denn derzeit zur Verfügung? Im Moment leider noch meistens nur Therapieansätze. Was es gibt Studien, wo man zum Beispiel auch durch moderates Ergometertraining bei erwachsenen Patienten mit der leichteren Form, der sogenannten Bethlem-Myopathie, zeigen konnte, dass sich dadurch Fitness und Ausdauer verbessern lässt. Das wäre ein ganz pragmatischer Ansatz. Es gibt natürlich, wie bei anderen Muskeldystrophien, wichtig, dass man orthopädische Versorgung gut ist, also die Skolioseentwicklung, die auch auftreten kann, dass man das berücksichtigt und entsprechend versorgt. Und ein wichtiges Thema ist leider auch, dass häufig eine Ateminsuffizienz hinzukommt im Laufe der Erkrankung, die vor allem dann nachts relevant ist. Und diese Atemschwäche kann auch auftreten, wenn die Patienten noch gehfähig sind. Also es ist wichtig, dass man in der Betreuung der Patienten darauf achtet, dass regelmäßig Atemfunktionsuntersuchungen gemacht werden, dass vielleicht auch nächtliche Untersuchungen erfolgen, um so eine Ateminsuffizienz rechtzeitig zu erkennen und dann die Patienten mit einer passenden, nicht-invasiven nächtlichen Maskenbeatmung zu versorgen. Noch gehfähig, wie ist denn der Verlauf der Erkrankung? Die ganz früh betroffenen Patienten mit dieser Ullrich-kongenitalen Muskeldystrophie, also der schweren Form, da gibt es ganz, ganz früh betroffene Patienten, die das Gehen gar nicht erlernen. Die meisten Patienten erlernen aber auch mit dieser Ullrich-Muskeldystrophie das Gehen, allerdings verspätet, vielleicht mit 2 Jahren zum Beispiel. Im Verlauf ist es aber so, dass viele Patienten dann bis etwa spätestens 20. Lebensjahr diese Gehfähigkeit wieder verlieren, häufig so im Alter zwischen 5 und 15 Jahren. Und es gibt zwischen dieser Ullrich-Form und dieser Bethlem-Myopathie auch noch eine sogenannte intermediäre Form. Die Patienten können dann auch bis ins Erwachsenenalter hineingehen, haben aber auch Einschränkungen und verlieren dann auch im späteren Erwachsenenalter dann die Gehfähigkeit. Wie ist denn der Stand der Forschung? Sind weitere Therapien in naher Zukunft zu erwarten? Dieses Collagen 6 hat tatsächlich auch Auswirkungen auf die gesamte Apoptose. Das ist praktisch ein Zellverlust oder auch auf die Funktion von bestimmten Zellbestandteilen, den Mitochondrien. Und diese vermehrte Apoptose versucht man durch Medikamente zu beeinflussen. Da gibt es schon verschiedene Ansätze, die allerdings häufig erst im Labor und im Zellversuch gut gewirkt haben, vielleicht im Tierversuch gut gewirkt haben, auch schon zu Studien bei Patienten gekommen sind. Aber da sind die Ergebnisse noch nicht so, dass man sie allgemein empfehlen kann. Es gibt auch Ansätze, die Abräumfunktion, die auch vermindert ist, also die Abräumfunktion, die sozusagen defekte Zellbestandteile Mitochondrien wegräumt, beseitigt, dass man diese Abräumfunktion, die beeinträchtigt ist, verbessert. Da gibt es eine Studie zumindest, wo man versucht hat, das tatsächlich durch eine bestimmte Diät zu beeinflussen, zu verbessern, wo man schon, das ist geringe Ergebnisse gesehen hat. Also es gibt verschiedene Ansätze und wenn man jetzt so an ganz moderne Therapien wie so Gentherapien denkt, gibt es da auch Ansätze. Dieses Collagen 6 wird ja aus 3 verschiedenen Komponenten wird der erste Baustein zusammengesetzt. Und es reicht, wenn einer dieser Komponenten also nicht ganz perfekt ist, dass dann nachher die ganze Struktur nicht mehr passt. Also wie ein falsch eingewobener Faden.
Und man kann genetisch versuchen, halt diesen falsch eingewobenen Faden, dass der gar nicht produziert wird. Und das sind gentherapeutische Ansätze mit sogenannten Antisens-Oligonukleotiden, wo man versucht, die besser zu machen, spezifischer zu machen, dass man sie tatsächlich dann irgendwann auch bei Patienten einsetzen kann. Aber da ist man tatsächlich erst im Tierversuch, im Laborversuch. Apropos Laborversuch, für mich als Laien, wer forscht denn jetzt eigentlich? Forschen die Universitäten oder die Unternehmen? Wenn ja, gibt es da Kooperationen? Wie funktioniert das? Also wir in Innsbruck forschen nicht zu diesem Thema, weil die Erkrankung doch so selten ist. Man muss es bündeln an größeren Einrichtungen. Zum Beispiel eine Einrichtung ist das NIH in Washington, wo Carsten Bönnemann zum Beispiel eine Gruppe hat, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, wo auch schon erste Therapiestudien, ich hatte vorhin erwähnt, ein Medikament, das die Apoptose, den Zellverlust mindern soll, eingesetzt wurde an Patienten. Und also da gibt es tatsächlich Zentren, die das schon unterstützen und weitertreiben. Auch in Barcelona gibt es eine größere Gruppe, die eine größere Studie gemacht haben zum Verlauf der Erkrankung, weil das ist natürlich auch wichtig. Wenn man versucht, Therapien zu etablieren, muss man auch wissen, wie diese Erkrankung bei bestimmten Patienten verläuft, weil sonst kann man keinen Unterschied feststellen mit und ohne Therapie. Dann sage ich nur noch Danke für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen bei Musculus. Gerne. Danke. Ja, das war's schon wieder. Unsere heutige Folge von Musculus zum Thema Kollagen-6-assoziierte Muskelerkrankungen. Bleiben Sie dran. Weitere Informationen finden Sie auch in unserer Infobox oder auf unserer Homepage www.muskelforschung.at. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.